So, Testaufnahme. Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ziehe ich mal ein Fazit zu meiner Zeit als Backpacker in Australien. Ich war hier ziemlich genau 15 Monate und es war vollgepackt mit viel Arbeiten, aber auch natürlich viel Reisen und tollen Erlebnissen. Am 1. Juni 2023 bin ich in Perth gelandet und hatte auch hier meinen ersten Job im klassischen Hausbau. An dieser Stelle auch nochmal herzliche Grüße an Olli, der Besitzer vom Sundancer Backpackers Hostel, was bis heute tatsächlich eins meiner Lieblingshostels ist und die Freundschaften, die ich da geschlossen habe, teilweise sogar noch bis heute bestehen, was sehr cool ist. Dann ging mein Weg nach Melbourne für einen neuen Job. Hier konnte ich meine Visatage, die 88 Tage, abarbeiten und konnte hier bei extrem coolen Events mitarbeiten. Wir haben für die MotoGP, für Formel 1, Australian Open und viele kleinere Events, ja, große Festzelte aufgebaut. Und die Eindrücke hier werde ich niemals vergessen. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch meine beiden Roadtrips gemacht, quasi direkt hintereinander. Der erste Roadtrip ging von Melbourne nach Sydney hoch. Und hier habe ich sehr viele schöne Nationalparks gesehen, die Hauptstadt Canberra und natürlich mein Highlight, das Happy New Year's Firework in Sydney. Hier bin ich in 11 Tagen 4.350 Kilometer abgerockt. Mein zweiter Roadtrip war auf Tasmanien und ja, der war auch voll mit Erlebnissen. Besondere Orte waren hier der Mount Wellington mit der Aussicht auf Hobart, der Mount Amos und auch der Aufstieg auf den Cradle Mountain. In 6 Tagen bin ich mit knapp 2.600 Kilometern einmal um die Insel gebrettert. Ja, im März 2024 ging es dann für einen Kurzurlaub nach Neuseeland. Und danach bin ich wieder in Brisbane gelandet, habe mir einen neuen Job gesucht und es war wieder ein absoluter Volltreffer. Ich durfte knapp 5 Monate auf einer Mangbean-Farm arbeiten und noch den ein oder anderen Taler dazu verdienen. Meine letzte Woche in Australien war in Cairns, wo ich noch im Great Barrier Reef tauchen und schnorcheln war und das war auch ein super Abschluss. Das war die Geschichte und mein Fazit. Es ist einfach nur geil. Ja, jeder, der die Möglichkeit hat und sowas machen möchte, go for it. Man lernt so viel fürs Leben und man kommt so oft aus seiner Komfortzone raus. Jedes Mal, wenn man die Location wechselt oder die Stadt wechselt, muss man sich neu organisieren. Das ist alles auf Anfang. Und natürlich sieht man auch viel von der Welt. Man sieht viele neue Tiere, neue Orte, man trifft neue Menschen, man schließt Freundschaften und ja, man hat ganz viele Gänsehautmomente. Die ersten Wochen in Australien waren mit Abstand die besten. Also es ist alles neu, man ist komplett alleine in einer fremden Welt und in einem fremden Land. Und das ist das beste Gefühl überhaupt. Natürlich jetzt, umso länger man reist, umso routinierter wird man, umso mehr normalisiert sich das Leben ein bisschen als Reisender. Aber der Anfang ist wirklich super. Auf meiner Reise durfte ich viele tolle Menschen kennenlernen und viele Freundschaften schließen, die auch bis heute halten. Ich hoffe, dass ich einige besuchen kann in den ihren Heimatländern. Das ist leider einer der negativen Punkte am Leben als Backpacker. Man muss sich immer wieder von Menschen verabschieden, die man mag, die man kennengelernt hat. Man steht halt immer mit einem Bein quasi in der Tür und um weiterzureisen. Aber ja, das gehört auch dazu. Was wäre so ein Video natürlich noch ohne die finanzielle Bilanz zu ziehen? Verdient habe ich in Australien ca. 67.000 Dollar und insgesamt ausgegeben habe ich ca. 42.000 Dollar. Also ich habe hier ungefähr ein Plus gemacht von 25.000 Dollar. Ich musste leider auch noch ungeplant 2.000 Dollar Steuern nachzahlen. Das schmerzt dann hier schon, ne? So, wo man Dinge mag. Ne? Da tut es schon ziemlich weh, aber ist jetzt halt so. Und das Abenteuer Australien geht jetzt hier quasi zu Ende. Und was kommt jetzt? Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Ausflug in Indonesien, natürlich mit dem Roller. So, wir sind hier beim Barber und jetzt machen wir was hiermit. 6 mil is like really short, you know? Oh, is you got a ball? Yeah. Oh, this one? No shorter. Shorter again? Yeah, just everywhere. Okay. Really? Yeah. Really, yeah.
Well, 1.5 years and gone. Oh, okay. Ja, es gibt jetzt hier einen Neuanfang. Ich reise jetzt durch Südostasien und an der Flagge könnt ihr schon erahnen, wo ich jetzt gerade bin. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann subscribe gerne den Channel und gebt mir für die Fastglatze einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schmidi bleibt on Tour.